Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz SOS Humanity, 10 Jahre Seenotrettung im Mittelmeer. Mein Name ist Petra Krischok, ich bin Pressesprecherin von SOS Humanity und moderiere die Pressekonferenz. Diese wird hybrid durchgeführt. Die Zoom-Konferenz wird aufgezeichnet und im Nachgang, also wahrscheinlich heute am frühen Nachmittag, zum Nachschauen auf unsere Webseite hochgeladen. Wir enden die Aufnahme beim Start der Rede, der Fragen. Das heißt, Sie können auf jeden Fall ganz unbefangen dann Ihre Fragen stellen. Die werden nicht mehr aufgezeichnet. Noch ein Hinweis. Wir nutzen bei Zoom eine KI, die das Gesprochene fast synchron übersetzt und in englische und italienische Untertitel überträgt. Ich möchte nun gerne unsere RednerInnen auf dem Podium vorstellen, sowie die Kollegin, die von unserem Rettungsschiff Humanity 1 zugeschaltet ist. Direkt neben mir sitzt Klaus Vogel, Gründer unserer Organisation, vielleicht noch ein Wort dazu, als SOS Mediterranee Deutschland gegründet 2015, aber seit Januar 2022 umbenannt in SOS Humanity, nur damit es keine Verwirrung da gibt. Kapitän der Handelsschifffahrt. Und neben ihm sitzt Till Rummenhol, unser Geschäftsführer und auch Leiter des Schiffsbetriebs. Daneben Sascha Ockenden, Mitarbeiter in unserem Kommunikationsteam und Autor des Berichts Grenzen der Unmenschlichkeit, der heute veröffentlicht wird. Daneben haben wir Anne-Kathrin Klotsch, eine Hebamme aus Berlin, die im Jahr 2023 einige Wochen bei uns an Bord der Humanity 1 war und dort vor allen Dingen Frauen und Kinder, aber auch andere Gerettete versorgt hat und ihnen etwas über die Situation an Bord für Frauen und überhaupt vulnerable Menschen geben wird. Vielen Dank. Klaus, ich gebe dir das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Petra. Meine Damen und Herren, vor genau 10 Jahren, Anfang Mai 2015, haben wir in einer Wohnung in Berlin-Steglitz mit 4 Familien SOS Mediterranee Deutschland e.V. gegründet, das heutige SOS Humanity. Am 9. Mai 2015, dem Europatag, haben wir im Haus der Kulturen der Welt hier in Berlin das europäische Netzwerk dazu öffentlich vorgestellt. Es war eine dramatische, unruhige Zeit. Leider sind die Zeiten seitdem nicht ruhiger oder besser geworden. Wie war vor 10 Jahren die Lage? Von November 2013 bis Oktober 2014, also innerhalb eines Jahres, hatte die italienische Seenotrettungsoperation Mare Nostrum 100.000 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer zwischen Libyen und Lampedusa aus Seenot gerettet. Gleichzeitig starben Tausende Flüchtende auf See. Nach der Weigerung der europäischen Regierungen, die Rettung in diesem riesigen Seegebiet fortzusetzen, wurde Mare Nostrum zum Ende Oktober 2014 eingestellt. Damit gab es zur Jahreswende 2014-15 praktisch niemanden mehr im zentralen Mittelmeer, um die flüchtenden Menschen aus höchster Lebensgefahr zu retten. Als Kapitän und als europäischer Bürger war mir klar, dass wir etwas tun mussten. Im November 2014 hatte ich meine damalige Reederei Hapag-Lloyd verlassen, nachdem ich sie nicht überzeugen konnte, konkret etwas für die Flüchtenden im Mittelmeer zu tun. Es blieb nur die Zivilgesellschaft. Wenn die Politiker Europas, unsere gewählten Politiker, ebenso wie Reedereien und andere große gesellschaftliche Gruppen, nicht für unsere tiefsten humanitären Werte einstehen, für die Menschenwürde und das Recht auf Leben, müssen wir es selber tun. Nach zahlreichen Gesprächen sind meine Frau Karin und ich im März 2015 nach Sizilien und Lampedusa gereist, um vor Ort zu sehen, wie die Lage ist und mit Rettern und Geflüchteten zu sprechen. Es gab damals auf Lampedusa nur 2 kleine Boote der italienischen Küstenwache, die dann in einem Seenotfall bis zu 10 Stunden unterwegs waren, um vor Libyen ein Flüchtlingsboot zu finden und zu retten. Die Schwestern und Pfleger in der kleinen Klinik auf der Insel, die die Geretteten versorgten und die wir damals getroffen haben, waren erschüttert und verzweifelt. Nach 5 Tagen auf der Insel sind wir mit dem Versprechen abgereist,
alles zu tun, um mit einem großen Rettungsschiff wiederzukommen. 6 Wochen später haben wir in Berlin unsere Organisation gegründet. Mit immer mehr Mitstreitern und Freunden haben wir es dann geschafft, in Deutschland und in Frankreich in 7 Monaten eine 250.000 Euro an Spenden zu sammeln. Im November 2015 haben wir im Hafen Mukran auf Rügen die frühere Meerkatze gefunden, ein ehemaliges Fischereischutzboot. Zum Jahresende 2015 konnten wir das Schiff für 3,5 Monate chartern, das bis dahin größte zivilgesellschaftliche Rettungsschiff, die Aquarius. Nach Stationen in Bremerhaven, Marseille und Palermo haben wir mit der Aquarius am 25. Februar 2016 Lampedusa erreicht. In Bremerhaven waren noch der Oberbürgermeister und der Bürgermeister von Bremen persönlich an Bord gekommen und haben uns alles Gute gewünscht. Auf Lampedusa hat der Hafenkommandant die einzige Pier für uns frei gemacht und hat uns offiziell empfangen. Unsere Hoffnung damals, die wir mit vielen Menschen teilten, war, dass wir mit einem großen Rettungsschiff die europäischen Regierungen aufrütteln und zur Humanisierung der Migrationspolitik und zur Wiederaufnahme der Seenotrettung bewegen könnten. Unsere erste Rettung am 7. März 2016 waren 74 erschöpfte, verletzte und verzweifelte Männer und Frauen in einem kleinen, ungeschützten Schlauchboot weit vor der Küste Libyens. Wir haben diese Menschen an Bord genommen und ihnen zum ersten Mal seit langer Zeit etwas Sicherheit geben können. Seitdem haben wir Tausende erschöpfte, verletzte und verzweifelte Menschen gerettet. Aber unsere Erwartung, die europäischen Regierungen dazu zu bringen, Flüchtende als Mitmenschen zu begreifen und die Rettung von Flüchtenden im Mittelmeer als selbstverständliche Pflicht Europas anzuerkennen, hat sich nicht erfüllt. Wir hätten uns damals nie vorstellen können, dass wir nach 10 Jahren als spendenfinanzierte Seenotrettungsorganisation immer noch so dringend benötigt werden. Und noch weniger, dass staatliche Stellen uns in unserer Arbeit massiv behindern, anstatt uns zu unterstützen. Vielen Dank, Klaus Vogel. Ich würde jetzt gerne das Wort an Till Rummenhol geben, aber noch kurz dazu sagen, dass er als Geschäftsführer auch eingehen möchte auf unsere Forderungen an die zukünftige Bundesregierung und natürlich auch an Herrn Bundeskanzler, zukünftigen Bundeskanzler Friedrich Merz, der ja mit höchster Wahrscheinlichkeit morgen vereidigt werden wird. Till. Danke. Vielen Dank. Ja, auch von mir, hallo in die Runde. Schon 2014 bei der Verweigerung der Unterstützung der italienischen Rettungsoperation Mare Nostrum war ein politisches Kalkül und eine zunehmend tödliche EU-Abschottungs- und Auslagerungspolitik zu erkennen. Seither haben sich die EU und ihre Mitgliedstaaten weitgehend aus der aktiven Seenotrettung zurückgezogen. Statt Hilfe steht die Abwehr Schutzsuchender im Vordergrund. Die Verantwortung wurde und wird immer weiter an Drittstaaten wie Libyen und Tunesien ausgelagert. Sie werden mit EU-Geldern ausgestattet, um Menschen in Seenot völkerrechtswidrig zurückzuführen. Rund 242 Millionen Euro wurden dafür aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellt. Für Zurückweisungen, nicht für Rettung, geschweige denn Hilfe in Herkunftsländern. 2016 waren NGOs noch Teil einer koordinierten humanitären Struktur. Rettungseinsätze wurden gemeinsam mit der italienischen Küstenwache, mit Handelsschiffen und auch den Behörden durchgeführt. Die Koordination übernahm zuverlässig die Seenotrettungsleitstelle in Rom. Damals galt Rettung als gemeinsame Verpflichtung, moralisch sowie rechtlich. Ab 2017 änderte sich das grundlegend. Die EU unterzeichnete ein Abkommen mit Libyen. Erklärtes Ziel war die Abriegelung der zentralen Mittelmeerroute. Libysche Milizen wurden unter dem Namen Küstenwache legitimiert, eine libysche Rettungsleitstelle ins Leben gerufen. Ohne rechtsstaatliche Grundlage, ohne funktionierende Infrastruktur. Das Ziel ganz klar: Verantwortung auslagern, Menschen zurückhalten, Flucht verhindern. Ungeachtet der damit einhergehenden Menschenrechtsverletzungen und tödlichen Konsequenzen. Seitdem wurden über 166.000 Menschen völkerrechtswidrig nach Libyen zurückgeführt, finanziert, koordiniert oder geduldet durch europäische Stellen.
Gleichzeitig begann die systematische Behinderung der zivilen Seenotrettung. NGOs wie SOS Humanity wurden nicht länger als humanitäre Akteure, sondern als politische Störfaktoren gesehen. Rettungsschiffe wurden festgesetzt, Crews schikaniert, Organisationen diffamiert. Mit fadenscheinigen, juristischen Konstruktionen versuchen die EU-Mitgliedstaaten, unsere rechtmäßige Arbeit zu delegitimieren. SOS Humanity hat sich erfolgreich gegen haltlose Vorwürfe gewehrt, Gerichtsprozesse auch gegen die italienische Regierung gewonnen und damit deutlich gemacht: Seenotrettung ist legal, legitim und notwendig. Wir halten den humanitären Raum offen, oft als letzte Akteure, die sich konsequent an das internationale Seerecht und die Menschenrechte halten. Unsere Arbeit wird seit 10 Jahren von einer starken zivilgesellschaftlichen Bewegung getragen, die zu dem humanitären Wert steht, Menschen nicht wissentlich ertrinken zu lassen. Bürgerinnen und Bürger finanzieren die kostenintensiven Einsätze, arbeiten ehrenamtlich an Bord und unterstützen unsere Arbeit an Land. Städte, Initiativen und Hunderttausende stehen hinter uns und der Forderung nach humanitärer Rettung. Diese Unterstützung ist unverzichtbar. Sie zeigt, Menschlichkeit ist kein Randthema, sondern ein Kern europäischer Identität. Trotz aller Hürden, wir machen weiter. Im Rahmen des internationalen Rechts, der Menschenrechte und unserer humanitären Verantwortung. Im Sinne dieser Verantwortung und die Situation im Mittelmeer auch langfristig zu verbessern, stellt SOS Humanity 3 ihre politischen Forderungen an die EU und ihre Mitgliedstaaten mit besonderem Nachdruck heraus. Die Einrichtung eines europäischen Seenotrettungsprogramms, die Beendigung der Finanzierung der sogenannten libyschen und tunesischen Küstenwachen, Akteuren, die systematisch und täglich Völkerrecht brechen, Einrichtung von sicheren und legalen Fluchtwegen in die EU, um langfristig etwas zu ändern. Diese Forderungen sind nicht nur menschenrechtlich geboten, sondern auch realistisch und umsetzbar, wenn der politische Wille vorhanden ist. Umso alarmierender sind die aktuellen Entwicklungen, insbesondere mit Blick auf den Amtsantritt der neuen deutschen Bundesregierung. Diese bekennt sich in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich zur Achtung der universellen Menschenrechte und zur Übernahme humanitärer Verantwortung. Doch das Bekenntnis bleibt unglaubwürdig, denn kein einziges Wort findet sich im Koalitionsvertrag zur Seenotrettung. Nicht zur staatlichen Verantwortung, nicht zu einem europäischen Rettungsprogramm und nicht zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen. Die politisch verursachte humanitäre Dauerkrise vor Europas Haustür wird bewusst ignoriert, mit tödlichen Folgen. Deutschland ist nicht nur Zuschauer, sondern aktiver Mitgestalter einer europäischen Abschottungspolitik, die Seenotrettung behindert und Schutzsuchende systematisch in lebensbedrohliche Situationen zurückdrängt. Wir fordern deshalb Bundeskanzler Friedrich Merz mit Nachdruck auf: Beenden Sie umgehend alle Vereinbarungen mit Drittstaaten, die zur Verletzung von Flüchtlingsrechten und zum Tod Schutzsuchender führen. Es darf keine Unterstützung für die Auslagerung von Grenzschutz oder Seenotrettung geben, wenn dabei grundlegende Menschenrechte missachtet werden. Unser Appell ist deswegen klar: Herr Merz, setzen Sie sich für ein europäisches Seenotrettungsprogramm ein. Europa darf dem Sterben im Mittelmeer nicht länger tatenlos zusehen. Es braucht ein EU-finanziertes und koordiniertes Seenotrettungsprogramm, das das Völkerrecht achtet und Menschenleben schützt, statt Abschottung um jeden Preis. Mit den politischen Entwicklungen der letzten Jahre ist die Stimme der Zivilgesellschaft heute wichtiger denn je. Wenn die Politik versagt, liegt es an uns, Kurs zu halten. Auf Menschlichkeit, auf Solidarität und Rechtsstaatlichkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass Europas Werte und das Recht auf Leben im Mittelmeer untergehen. SOS Humanity wird weiter retten, dokumentieren, aufklären und fordern, gemeinsam mit all jenen, die nicht akzeptieren, dass das Recht auf Leben verhandelbar geworden ist. Vielen Dank, Till Rummenhol, Geschäftsführer von SOS Humanity, und er kam 2016 als ehrenamtlicher Retter zu unserer Organisation und auf unser damaliges Schiff. Vielen Dank. Wir würden jetzt gerne
auf unser Schiff, die Humanity 1, schalten, eine Live-Schalte zu unserer Kollegin Marie Michel, politische Referentin, normalerweise bei uns in der Geschäftsstelle und zurzeit an Bord als Menschenrechtsbeobachterin und gerade im Hafen von La Spezia, wo 68 Menschen, die vor ein paar Tagen gerettet wurden, heute, wahrscheinlich ist es gerade immer noch der Fall, an Land gehen dürfen. Marie. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier direkt von Bord der Humanity 1, wo ich aktuell als Menschenrechtsbeobachterin an Bord bin, sprechen kann. Ich hoffe, meine Internetverbindung bleibt stabil. Ich hatte da ein paar Einwahlschwierigkeiten. Wie gerade angekündigt, befinden wir uns aktuell mit der Humanity 1 im Hafen von La Spezia, ganz weit im Norden Italiens, den wir von den italienischen Behörden für die Ausschiffung der 68 Geretteten, die wir die letzten Tage bei uns an Bord hatten, legitimerweise so weit entfernt zugewiesen bekommen haben. Die Ausschiffung ist jetzt gerade immer noch im Gange und wir sind sehr, sehr erleichtert, dass die Menschen nach diesen langen 5 Tagen auf See endlich an einem sicheren Ort an Land gehen dürfen. Die Rettung dieser 68 Menschen machen die direkten Auswirkungen von der Externalisierungspolitik, die Till Rumholt bereits skizziert hat, von der EU und ihren Mitgliedstaaten greifbar und zeigen ganz deutlich, wie diese Politik das Recht auf Asyl der Menschen behindert, Menschenrechtsverletzungen direkt finanziert und unterstützt und letztlich auch dazu führt, dass Menschen tagtäglich im zentralen Mittelmeer ertrinken müssen. Wir haben die 68 Geretteten in 2 Rettungen in der Nacht auf den 1. Mai gerettet, aus 2 seeuntauglichen Booten. Und beide dieser Boote befanden sich zu dem Zeitpunkt in der libyschen Such- und Rettungszone, als wir sie gefunden haben. Und die libysche Rettungsleitstelle hat keiner dieser Rettungen koordiniert. Erwähnt hat die libysche Rettungsleitstelle keinerlei rechtliche Grundlage, weil sie keine Seenotrettung gemäß internationalem Recht durchführt. Stattdessen sorgt sie dafür, dass Menschen rechtswidrig nach Libyen zurückgebracht werden und koordiniert nicht. Und das bedeutet letztlich für uns als Rettungsschiff auf dem zentralen Mittelmeer, dass wir uns auf zivile Aufklärungsflugzeuge verlassen müssen, auf die zivile Hotline Alarmphone sowie auf unsere eigenen Beobachtungen mit unseren Ferngläsern von der Brücke, was auch der Fall war bei diesen 2 Booten, die wir gerettet haben. Und nachdem wir basierend auch auf internationalem Recht und gemäß internationalem Seerecht alle relevanten Behörden in der Rettung informiert haben, keine Nation erhalten haben, haben wir die italienische Rettungsleitstelle kontaktiert über Telefon und um Koordination gebeten. Und die Antwort der italienischen Rettungsleitstelle war, wir sind nicht zuständig. Und ich denke, dieser Satz, wir sind nicht zuständig, ist dabei sehr, sehr, sehr sinnbildlich dafür, wie die Logik der Externalisierungspolitik im zentralen Mittelmeer funktioniert. Weil wir sind nicht zuständig heißt, wir haben dafür gesorgt, dass wir formal nicht zuständig sind, unabhängig davon, dass die Akteure, die zuständig gemacht wurden, internationales Seerecht und Menschenrechte eklatant verletzen. Und wir sind nicht zuständig heißt auch, wir sind nicht für die Menschenrechtsverletzungen zuständig, die wir befördern und unterstützen. Und für uns bedeutet auch dieser Satz, wir sind nicht zuständig von den Behörden, dass wir als SOS Humanity, genauso wie alle anderen NGO-Schiffe, als zivilgesellschaftliche Akteure in dem allergrößten Teil des zentralen Mittelmeers die einzigen Akteure sind, die Seenotrettung gemäß internationalem Recht durchführen. In der libyschen, aber eben auch in der tunesischen Such- und Rettungszone werden Menschen in Seenot damit eigentlich sich selbst überlassen oder rechtswidrig zurückgebracht nach Libyen oder Tunesien. Und wir waren auch jetzt gerade in diesem Einsatz in den letzten Tagen wieder mit dieser dramatischen Realität konfrontiert, dass unsere Hilfe manchmal einfach zu spät kommt. Wir waren, nachdem wir die beiden Boote aus Seenot gerettet haben, unterwegs zu einem weiteren überbesetzten Boot in der libyschen Such- und Rettungszone. Und nachdem wir bereits 5 Stunden auf dem Weg uns dorthin befunden haben, wurde dieses Boot von der sogenannten libyschen Küstenwache abgefangen. Das heißt, die Menschen konnten nicht in Sicherheit gebracht werden. Wir bezeugen die Rechtsverletzungen auf dem zentralen Mittelmeer, aber nicht nur durch unsere Operative und durch die Rechtsverletzungen durch die Koordinierungsleitstellen, sondern auch dadurch, dass die Geretteten bei uns an Bord uns von den Rechtsverletzungen, die sie erfahren haben, berichten, was auch das zentrale Anliegen ist von dem Bericht, den wir heute vorstellen und veröffentlichen, auf den mein Kollege gleich noch weiter eingehen wird. Viele der Überlebenden, die letzten 5 Tage bei uns an Bord waren und alle aus Libyen geflohen sind, weisen Folterspuren an ihren Körpern auf und haben uns ihre Geschichten erzählt. Und sie haben berichtet, was Folter in Libyen eigentlich bedeutet.
Ich habe in den letzten Tagen Geschichten gehört von Folter in Form von Erniedrigung durch erzwungenes Ausziehen von Kleidung und anschließender Überschüttung mit eiskaltem Wasser, von Schlägen mit Holzstücken, Schlägen mit Metallstangen und Plastikschläuchen, Anwendung von Elektroschocks, Pistolenschüssen und Vergewaltigung. Die Liste dieser Menschenrechtsverletzungen scheint endlos. Und trotz, dass diese sehr gut dokumentiert und sehr bekannt sind, unterstützen und finanzieren die EU und ihre Mitgliedstaaten genau diejenigen, die für diese Rechtsverletzungen mitverantwortlich sind, um sich aus ihrer Verantwortung für den Flüchtlingsschutz und aus ihrer Verantwortung für Such- und Rettungsaktivitäten im zentralen Mittelmeer zurückzuziehen. Seit der Etablierung der tunesischen Such- und Rettungszone, die ja vergangenes Jahr etabliert wurde, wird dieses gleiche Modell der Auslagerung, was wir in Libyen jetzt schon sehr lange beobachten, auch immer mehr mit Tunesien durchgeführt. Das bedeutet, illegale Rückführungen werden unterstützt, Menschen werden in Tunesien festgehalten, indem es kein formelles Asylsystem gibt, in dem Menschen inhaftiert werden und in der Wüste ausgesetzt werden. Es gab eine gerettete Person an Bord, die mir berichtet hat, dass sie sowohl in Tunesien als auch in Libyen inhaftiert wurde und dass sie in Tunesien 3-mal, nachdem sie sich in tunesischen Gefängnissen befunden hat, in der Wüste zu Algerien ausgesetzt wurde, ohne Schuhe und ohne Essen. Eine ganz, ganz, ganz klare Verletzung des so zentralen Nichtzurückweisungsgebots der Genfer Flüchtlingskonvention. Die 68 Geretteten, die aktuell gerade hier draußen in La Spezia an Land gehen, sind jetzt endlich in Sicherheit. Aber jeden Tag schaffen es schutzsuchende Menschen nicht. Jeden Tag werden Menschen rechtswidrig nach Tunesien und Libyen zurückgebracht und jeden Tag sterben Menschen auf dieser Fluchtroute, weil die Verantwortung von Europa aus ausgelagert wird. Dankeschön. Vielen Dank, Marie, für diesen sehr eindrücklichen Bericht von An Bord. Kannst du mich hören? Ich wollte noch mal kurz anmerken, es können gerne in der Zoom-Konferenz schon Fragen schriftlich in den Chat geschrieben werden, wenn Sie diese haben, an eine der RednerInnen, einschließlich natürlich Marie-Michelle von An Bord. Ich würde dann weitergeben das Wort an Sascha Ockenden, der uns diesen neuen Bericht vorstellt. Und im Anschluss hören wir und sehen einen Originalbericht von einem Geretteten an Bord per Video. Ja, vielen Dank. Zum Anfang möchte ich ein kurzes Zitat von einer Geretteten an Bord aus der Einführung dieses Berichts vorlesen. 3 junge Männer sprangen wegen der schweren Schläge, die sie erleiden mussten, ins Meer. Die libysche Küstenwache ließ sie vor unseren Augen sterben und beschimpfte sie sogar, während sie ertranken. Sie sagten zueinander, lasst sie sterben, das ist leichter für uns und für sie. Dieses Zitat beschreibt eine klare Menschenrechtsverletzung von der sogenannten libyschen Küstenwache. Aber der letzte Satz, lasst sie sterben, das ist leichter für uns und für sie, könnte sich genauso gut auf die Einstellung der Europäischen Union beziehen. Diese europäische Mitschuld am Sterbenlassen im zentralen Mittelmeer war für mich persönlich und für uns als Organisation die Motivation, um diesen Bericht Grenzen der Unmenschlichkeit zu schreiben. Die Augenzeuginnenberichte oder auf Englisch Testimonies in diesem Bericht sind keine normalen Interviews, sondern sie wurden mitten in einer oft chaotischen humanitären Notlage aufgenommen. Nach einer Rettung bekommen Gerettete trockene Kleidung, Lebensmittel, medizinische Hilfe und Zeit, um sich ein bisschen auszuruhen. Erst am nächsten Tag können sie die Crew ansprechen, wenn sie ihre Geschichten erzählen möchten, bevor sie in Europa ankommen. In diesem Bericht wurden die Geschichten von insgesamt 64 Geretteten aus 15 Ländern in 7 Sprachen analysiert. Unsere Arbeit besteht nämlich nicht nur aus Retten und Schützen, sondern eine wichtige Säule unserer Arbeit heißt Bezeugen. Vieles, was auf dem zentralen Mittelmeer bzw. in Libyen oder Tunesien passiert, wird von niemandem außer den Menschen, die wir retten, gesehen. Die Dokumentation dieser Menschenrechtsverletzungen sehen wir als Organisation und ich als Autor des Berichts als unsere Pflicht. Der Bericht stellt die Frage, wo liegen die moralischen Grenzen Europas? Anders gesagt, die Grenzen der Unmenschlichkeit. Die Augenzeuginnenberichte sind nicht nur bewegende Einzelgeschichten, sondern die beschreiben die Folgen eines Systems, und zwar der europäischen Externalisierungspolitik.
In den letzten 10 Jahren, also seitdem es uns als Organisation gibt, hat die EU hochgerechnet über 242 Millionen Euro allein für sogenanntes Grenzmanagement in Libyen und Tunesien ausgegeben. So werden europäische Grenzkontrollen und die Verantwortung für Flüchtlingsschutz zunehmend an Drittstaaten ausgelagert. In diesem Fall unterstützt die EU die tunesische und die sogenannten libysche Küstenwache sowie dysfunktionale Such- und Rettungszonen und Rettungsleitstellen, wie wir gehört haben. Das Ergebnis? Flüchtende, wenn sie überhaupt fliehen können, werden von der tunesischen oder sogenannten libyschen Küstenwache gewaltsam zurückgezwungen. Die von uns an Bord unseres Rettungsschiffes aufgenommenen 64 Augenzeugenberichte dokumentieren die Folgen dieser Politik: tausendfache Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung, Gewalt und Tod. Auch von Kindern. Das ist nicht nur zutiefst inhuman, ein EU-Seenotrettungsprogramm, wie man in diesem Bericht lesen kann, wäre zudem kostengünstiger. Sogar auf dem zentralen Mittelmeer geht der Teufelskreis der Gewalt weiter, mit europäischer Unterstützung. Flüchtende werden nachweislich von diesen Küstenwachen geschlagen, sexuell belästigt oder sogar ertrinken gelassen. Seit 2014 sind fast 25.000 Flüchtende alleine auf dem zentralen Mittelmeer gestorben. Und die Dunkelziffer ist viel höher. Die Geschichten der Schutzsuchenden in diesem Bericht sind zu viele und zu komplex, um sie jetzt alle zu erzählen, aber es gibt viele, die mich persönlich immer noch beschäftigen. Zum Beispiel Fida, die ich am Anfang zitiert hatte, die 8-mal versucht hat, mit 5 Kindern, eins davon mit Behinderung, über das Mittelmeer zu fliehen und dabei zusehen musste, wie Menschen dem Ertrinken überlassen wurden. Oder Keta, ein Jugendlicher, den ich auf der Humanity 1 kennengelernt habe, der 5-mal versucht hat, übers Mittelmeer zu fliehen und von einem Italien bezahlten Boot der sogenannten libyschen Küstenwache und von der tunesischen Küstenwache zurückgezwungen wurde und immer wieder inhaftiert, erpresst und gefoltert wurde. Anstatt weitere Geschichten zu erzählen, werden wir jetzt einen dieser Augenzeugenberichte hören und sehen. Vielen Dank. I'm a refugee, I'm an asylum seeker. This one is very painful story for my brothers who are willing to come to Libya. This one is very hard because you may face many things. Your life in that it is not safe. If they never kill you, they can even make all your family poor. They can catch you, tell you call your family. If you not call your family, they will just cut some of your body, they will burn you, so that and video you and send the video to your family. So your family, if they don't have anything, they will sell the land, the house, so they can save your life. We need only safety. But in Libya, there is no safety. There is no safety for any migrant or anyone. I don't even know. I lose my dream. I lose hope. I lose everything. But last night, you give me another life. You give me another hope. So I will thank Humanity One Rescue Crew. Ja, vielen Dank, Sascha. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Den Bericht finden Sie auf Deutsch und auf Englisch auf unserer Webseite, sowie auch in der Pressemappe, zu der ich am Schluss noch mal etwas sage. Auch eine Zusammenfassung gibt es in der Pressemappe. Ich würde nun gerne, und das Video übrigens auch, ich würde nun gerne das Wort an Anne-Kathrin Klotsch geben, die Hebamme, die vor 2 Jahren an Bord der Humanity 1 war. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich bin Anne-Kathrin Klotsch, bin Hebamme mittlerweile seit 10 Jahren, arbeite in Berlin in verschiedenen Kliniken und bin aber auch seit mehreren Jahren im humanitären und globalen Kontext aktiv. Ich vertrete heute und hier die Zivilgesellschaft, war als Freiwillige und Ehrenamtliche im Einsatz mit SOS Humanity Ende 2023 und möchte Ihnen jetzt einen kleinen persönlichen Einblick geben und auch die Arbeit des Care-Teams an Bord vorstellen. Meine Motivation, mich für Seenotrettung zu engagieren, ist, dass ich es nicht ertragen kann und möchte, dass Menschen einfach so im Mittelmeer verschwinden und ertrinken. Und vor allem ist es wichtig, dass Frauen in diesem Kontext gesehen werden. Umso wichtiger ist es, dass SOS Humanity nur aktiv mit einer Hebamme an Bord operiert und wirklich nur mit einer Hebamme raus aufs Mittelmeer fährt. Denn Kinder und Frauen sind ganz besonders vulnerabel. Sie erleben wiederholt Ausbeutung, Missbrauch, sexuelle Gewalt in unzähligen Formen.
Frauen haben ein erhöhtes Risiko an ungewollten Schwangerschaften, Totgeburten und generell ist das Risiko einfach erhöht, zu sterben oder auf der Flucht zu erkranken. Frauen flüchten aus diversen Gründen, aber auch flüchten sie mit ihren Kindern, um sie vor Gewalt wie weiblicher Genitalverstümmelung zu schützen. Trotz meiner 10-jährigen Berufserfahrung war der Einsatz mit dem Seenotrettungsschiff als Hebamme trotzdem sehr herausfordernd und auch grenzerfahrend. Wir hatten 4 Rettungen innerhalb einer sehr kurzen Zeit an einem Tag, innerhalb von 18 Stunden. Am Ende hatten wir 200 Überlebende auf unserem Schiff. Wir waren Zeugen eines Pullbacks der sogenannten libyschen Küstenwache. Wir erlebten dramatische Szenen, Menschen im Meer, im Wasser, kurz vorm Ertrinken. Einen Moment werde ich nie vergessen, und zwar war das die 3. Rettung, ein blaues Holzboot. Das Rettungsteam übergab mir ein Knäuel Decken und darin befand sich ein Baby, ein Neugeborenes, 14 Tage alt. Das hatte ich nicht erwartet. Die Frau, die Mutter, kam natürlich auch an Bord und für mich war es einfach unvorstellbar zu realisieren, dass diese Frau unter diesen Umständen wenige Tage vorher erst ihr Kind geboren hat. Wenn Menschen an Bord der Humanity One kommen und gerettet wurden, bekommen sie von uns erstmal eine körperliche Ersteinschätzung und wir als medizinisches Team versorgen und behandeln sie je nach Bedarf und auch je nach Kapazität. Natürlich werden wir auch alles dokumentieren für die nächste Institution dann an Land. Ich als Hebamme bin hauptverantwortlich für die Frauen und für die Kinder, die gerettet werden. Und wenn wir Schwangere an Bord haben, und das kommt vor, untersuche ich sie als Hebamme, ermögliche eine Schwangerenvorsorgeuntersuchung und das ist in der Regel auch wirklich das erste Mal, dass Schwangere eine Hebamme um sich herum haben oder sie medizinisch auch versorgt werden. Klar, im Notfall müsste ich auch eine Geburt managen können, wenn eine Notevakuierung nicht möglich ist. Als Hebamme kümmere ich mich um Neugeborene, um Babys, aber decke hauptsächlich den Bereich der Frauengesundheit ab. Das heißt, ich informiere und berate über spezifische frauengesundheitliche Themen wie Verhütung oder weibliche Anatomie. Ich betreue Überlebende nach sexualisierter Gewalt, Frauen, die Folter und Menschenhandel erlebt haben. Der Zustand der Menschen an Bord ist oft kritisch. Sie sind erschöpft, unterkühlt, traumatisiert. Krankheitsbilder, denen wir begegnen, sind neben der Unterkühlung auch, dass sie seekrank sind, dass wir Wunden versorgen, die durch Folter entstanden sind. Verbrennungen auch, die durch ein Benzin-Meerwassergemisch entstehen. Aber nicht zu vergessen auch die chronischen Erkrankungen oder Erkrankungen, die nicht behandelt wurden oder auch noch nie diagnostiziert wurden, auch Infektionen. Wichtig sind auch die psychischen Belastungsstörungen und komplexe Traumata. Das heißt, die mentale Betreuung an Bord spielt auch einen ganz großen zentraler Faktor. Wie kann man sich die Ausstattung auf dem Seenotrettungsschiff Humanity One vorstellen? Wir haben zum einen eine Bordklinik, die sehr gut ausgestattet ist für eine grundlegende Diagnostik und eine medizinische Behandlung für nicht akute Situationen, aber auch für alle akute und Notfallsituationen. Es gibt zudem einen Women's Shelter, Kindergarten, das ist ein Schutzraum für alle Frauen und Kinder an Bord. Dort oder diesen dürfen Männer nicht betreten. Die Männer bleiben in der Regel am Deck. Als Hebamme bin ich Teil des medizinischen Teams oder des Care-Teams und wir arbeiten sehr interprofessionell zusammen. Das heißt, ich als Hebamme, dann gibt es eine Ärztin, einen Arzt, dazu eine Pflegekraft, ein Notfallsanitäter oder Sanitäterin, ergänzt noch durch eine Psychologin oder einen Psychologen. Zusätzlich gibt es noch 2 Köchinnen an Bord, die täglich 2 warme Mahlzeiten für alle zubereiten, zum einen für die Geretteten, aber auch für uns als Crew. Die Überlebenden erhalten zudem noch ein Rescue-Kit mit Wasser, Kleidung, Energieriegeln, Hygieneartikeln und einer Decke. Sie haben die Möglichkeit, sich an Bord zu duschen, einfach ihren Grundbedürfnissen nachzugehen. Etwas, was den Menschen viele, viele Jahre auf der Flucht verwehrt wird. Und genau das spiegeln uns immer wieder die Geretteten wider, dass sie nach Jahren endlich wieder als Mensch gesehen werden, dass man ihnen begegnet in Würde und mit Respekt. Dankeschön.